meine Güte. Ja, es war mal wieder Zeit für unseren traditionellen Mädelsurlaub. Da wir beide Osteuropa lieben, haben wir uns für ein Land entschieden, das als Urlaubsland eher unbekannt ist. Das kleine Land Mazedonien. Natürlich wieder mit dem Fahrrad. Diesmal gab es allerdings ein Novum. Okay, einen schönen guten Morgen aus Skopje. Wir haben eine kleine Tour vor uns. Made by ourselves. Die Route hatten wir uns komplett selber erarbeitet. Okay, hier kommt man hoch. Da ist die Hütte. Und hier muss es dann irgendwo hochgehen. Wahrscheinlich hier. Google Satellitenbilder und ein paar GPS-Daten von Wanderwegen. Mehr Informationen hatten wir nicht. Unsere Route startete in Skopje und führte dann erst durch das Schargebirge und dann Richtung Süden durch den Mavrovo-Nationalpark. Nach 330 Kilometern sollten wir dann in Ohrid ankommen. Klang eigentlich gut machbar. Futter. So, Sesamkringel fehlt noch. Wo ist die Wassermelone? Im Rucksack. Nein, es war leider kein Scherz. Die Fähigkeit, maximal minimalistisch packen, ist nach wie vor ausbaufähig. So, Martinas neuer Spitzname ist Tanklaster. Oder warst du mal Saufziege? Das eine ergibt sich aus dem anderen. Ich habe 6 Liter Wasser am Fahrrad. Plus Melone vielleicht 7,5 Liter. Aber sicher ist sicher. Ich glaube, da kann man eine Woche auf jeden Fall von kochen. Aber wir wissen nicht, ob es hier gleich Wasser gibt. Und es könnte ja sein, dass der Fluss, an dem wir die ganze Zeit entlangfahren, plötzlich abbricht. Mal schauen, vielleicht gibt es wirklich wenig Wasser. Da kann man schon mal ein paar Liter den Berg hochschleppen. Es ging stets bergauf, bis wir dann am späten Nachmittag das Schargebirge erreicht hatten. Zumindest den unteren Teil. So, da sind wir. Hier gibt es sogar ein Schild. Allerdings gibt es etwas, was einem zu denken geben könnte. Das ist ja eigentlich zu Fuß gedacht. Ist ein bisschen Category hart. Aber mal schauen. Wir sind ja optimistisch. Und schieben sind wir ja gewohnt. Die Straße zur Jubutenhütte wurde schnell zur Piste und ging ordentlich bergauf. Außerdem befanden wir uns schnell in wenig sympathischer Gesellschaft. So, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber im Zweifel hört man es. Wir sind Mitglied eines Fliegenschwarms. Viele Fliegen konnte es in den restlichen Landesteilen Mazedoniens auf jeden Fall nicht mehr geben. Ja, wir müssen einfach jetzt ein bisschen mehr Stoff geben, dann sind wir hoffentlich schneller als die Viecher. Weil, wie viel Prozent steigen? Das ist der Haken. Also das ist der Haken. An unserem Zeltplatz, der eher so eine Notlösung war, wurde der Fliegenschwarm dann abgelöst. Durch einen Mückenschwarm. So, wir sind angekommen am Zeltplatz. Wir haben heute nicht so, das ist eher so der praktische Zeltplatz. Der Gemütlichkeitsfaktor, sagen wir mal, Unterholz. Eine Sache haben wir gelernt. Insektenspray gehört auf jeden Fall auf die nächste Packliste. Am nächsten Morgen ging es erstmal durchs Gestrüpp zurück zum Weg. Und dann etwa eine Stunde hinauf zur Jubutenhütte. Der Ausgangspunkt der ausgeschilderten Wanderroute. Wir merkten schnell, dass dabei der Name Programm war. Schaltwerk noch dran? Das Not haben wir einen Scheit auch wieder bei. Gut, langsam wird's ernst. Wir sind im Bikepacking-Modus.
So langsam aka Wanderurlaub mit Fahrrad. Ach ja. Ein bisschen haben wir noch vor uns. Irgendwo da oben auf den Berg müssen wir rauf. Aber wenigstens ist es hier nicht so felsig. Man kann einigermaßen schieben, es ist nur steil. Und man friert nicht mehr. Ja, die Sonne ist endlich da. Ja, läuft. Läuft, trifft es gut. Und zwar immer langsamer. Vielleicht hätten wir den Google-Satellitenbildern mehr Vertrauen schenken sollen. Aber nachher bist du immer schlauer. Frage ich mich schon, was machen wir eigentlich? Mit dem Fahrrad mitten im Geröllfeld. So sieht es oben aus, so sieht es unten aus und wir hier mittendrin. Nach mehreren Stunden Schieben hatten wir dann endlich den Bergrücken erreicht. War ein bisschen frisch da oben. So, das ist der Kosovo! Der Fototopographie-Täuschungseffekt ist der Effekt, wenn du dir Fotos anguckst und denkst, ist doch alles super farbar. Nach den Fotos dachten wir jedenfalls, das Schargebirge ist doch super flauschig. Nix da. So, wir haben gerade beraten und wir sind übereingekommen, dass es hier nicht so gut ist mit dem Fahrrad. Also wir haben jetzt heute, seit wir von dem Double Track runter sind, haben wir vielleicht 200 Meter sind wir vielleicht gefahren. Die restlichen 4 Stunden haben wir geschoben und ich glaube auch nicht, dass, also so steil wie das jetzt gerade oben wieder ist, wird das auf jeden Fall auch nicht viel besser. Und da wir jetzt nicht so viel Lust haben, durch das Geröllfeld wieder runter zu laufen, weil das war nicht ganz ohne, versuchen wir jetzt mal hier, wir haben auf der Karte so eine kleine Straße, also ja, steht auch Trail dran, aber vielleicht ist es eine Straße oder zumindest ein fahrbarer Weg. Wir versuchen da jetzt mal so ein bisschen querfeldein oder vielleicht gibt es auch so einen kleinen Pfad irgendwie, dass wir da hinkommen. Es ist wahrscheinlich Luftlinie noch so 4 Kilometer entfernt. Mal gucken, ob das klappt. Neben dem Fototopographie-Täuschungseffekt gibt es noch den Luftlinientäuschungseffekt und den windgeschützte Stelle-Täuschungseffekt. In allen Bereichen sind wir mittlerweile echte Expertinnen. Das wird ja ein Spaß hier, das Zelt aufzubauen. Das Herausfinden der Windrichtung war jedenfalls relativ einfach. Der Rest des Zeltaufbaus hatte eher was von Drachen steigen lassen. Also gemütlich ist auf jeden Fall anders. Am Ende stand das Zelt. Und wir hatten sogar noch ein bisschen Abendsonne. Auch die Hirten zieht es mit ihren Herden und Hunden ins Schargebirge. Natürlich genau zu unserem Zeltplatz. Eigentlich wollten wir uns gerade fertig machen und meine Blase drückte auch schon ordentlich.
Ja, es war eine merkwürdige Situation. Nach ungefähr 20 Minuten zog er dann weiter. Nur den Hund hat er uns dagelassen. Beware of the Shepherd Dogs. Der chillt auf jeden Fall hier schön mal. Direkt neben unserem Zelt. Passt auf uns auf. Oder so. So, wir starten unseren Wandertag. Hoffentlich nur einen halben Wandertag heute. Etwas wegelos, aber wir müssen irgendwie hier runter und hoffen, dass wir da hinten, das sieht zumindest von hier aus wie ein Weg. Also wir müssen einmal dieses Tal hier irgendwie queren und dann irgendwie versuchen, hier den Berg von uns zu kommen. Hier wird es aber steil. Vielleicht auch besser so rechts, ne? Erreichten wir dann wieder einen Trail. Was extrem gut fahrbar aussieht, war extrem tückisch. Denn die Grasbüschel rechts und links sind nicht nur hoch, sondern geben bei Pedalkontakt auch nicht besonders gut nach. Wenn du auch nur 5 cm zu weit rechts fährst und dann im entscheidenden Moment auch noch die rechte Pedale unten ist, wirken extrem unvorteilhafte Hebelkräfte. Irgendwann erreichten wir dann die Baumgrenze und trafen alte Bekannte wieder. Boah, ich habe wieder 30 Fliegen um mich rum. Aber dafür war es bis ins Tal komplett fahrbar. Ein super Weg hier. Fantastico. Angekommen, wollten wir erstmal einen Kaffee trinken und machten direkt Kontakt mit der unglaublichen Gastfreundschaft der Mazedonier. Hallo. Deutsch? Ja. Oh, schön. Siehst du, kann man auch hier treffen. Die beiden haben uns zum Kaffee eingeladen Ja, sehr und gut. erzählten uns eine ganze Weile über das Leben in Mazedonien. Gut, danke nochmal, ne? Tschüss. Wie viele Mazedonier arbeiten sie als Gastarbeiter in Deutschland und verbringen ihre Ferien in ihrem Heimatland. Tschüss, bis morgen. Bis morgen. Erstaunlich viele Mazedonier sprechen von daher Deutsch. Was darf sein? Wir brauchen was Brot. Brot. Ja? Normales Brot oder was anderes? Ja, Normales. normales. Geschnitten? Schon geschnitten? Ja. Ach, hier Präwurst. Also geschnitten ist nicht mehr da. Okay, egal. Woher kommt ihr So, denn? noch Deutschland? weiter. Köln. 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 Oh. Ich wohne in Und ihr? Remscheid. Ach, das ist ja direkt um die Ecke. Remscheid, ein bergisches Land, ne? Ja, schön. Wie viel wollt ihr, Vater? Kleines. Wie viel wollt ihr? Wie groß ist denn eins? Da sind die. Könnt ihr Ach so, anschauen. bisschen viel, ne? Es gibt so runde und es gibt so längliche. Das Runde sieht gut aus, oder? Ist da jetzt so ein halbes? Das Ganze? Oder ein halbes? Können wir davon von das die Hälfte? Okay? Hier wird nur Nur ganz oder gar nicht? Okay, dann nehmen wir ein ganzes. Ja, bitte. Du bist dort mit Vater, ist. Er will kein Geld von euch.
Wo kommt die Geschenke? Nee, schenkt euch. Wirklich? Dankeschön. Seid ihr mit Fahrrad Sehen wir so hungrig aus? von Deutschland oder was? Nee, mal nach Skopje geflogen und der ist von Skopje Fahrrad. Aha, okay, schön. Ja. Das protestieren. Für die Brotzeit suchten wir uns ein schattiges Plätzchen abseits der Hauptstraße. Hallo, Hallo? what do you speak? Englisch, Deutsch? Deutsch, English, okay. You want to eat in the restaurant? Ah, no, Sure, I invite you. thank you. We just have... Meter here. We just have... Ja, es ist schwierig, Einladungen auszuschlagen. Vor allen Dingen, wenn sie so nett gemeint sind. Yeah. Hello. Oh, This water is from here. okay. Okay, and water is. Ah ja, He okay, says so one. I give you one bottle. Everyone. that's very nice. But if you want to eat, Yeah, we just had, we're not very hungry good anymore. restaurant here, 100 meters. Ja. Ah ja, okay. Ah, das Okay. ist hier. Wir konnten es kaum fassen, in was für einem tollen Land wir unterwegs waren. Die Gastfreundschaft der Menschen ist da nur die Krönung. Das Reisen mit dem Rad ist echt entspannt. Auch zum Beispiel dadurch, dass es an jeder Ecke Brunnen mit Trinkwasser gibt. Und das Wichtigste ist natürlich, auch Martina ist versorgt. Mirabellen, Brombeeren. Im Paradies. Ich weiß nicht, ob Martina morgen wieder mitfährt. Vielleicht bleibt sie auch hier. Ich gehe morgen richtig ab. Martina ging auch richtig ab, als wir am nächsten Morgen nach reichhaltigem Frühstück hinauf in den Skiort Popova Šapka fuhren. Ein gutes Frühstück ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn eine der beiden Reiseteilnehmerinnen ein ausgewiesener Morgenmuffel ist. Okay, schauen wir mal. Von daher muss man mit den wichtigsten Dingen immer gut eingedeckt sein. Hallo. Was nehmen wir denn? Ja. Hier gibt es auf jeden Fall Salz. Das ist allerdings ein bisschen großes Format. Agrocreme. Agrocreme? Das ist eigentlich gut fürs Frühstück. Irgendwie kein Kommentar. Das ist echt so eine Schokocreme. Die Agrocreme landete auf jeden Fall nicht im Einkaufskorb. Eine Übersichtskarte, was man hier an gesundem Essen finden kann in der Region. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass Martina sich das gerade anguckt. Heute Abend gibt es Mountain Na. Dies war das letzte Video, was von den beiden aufgenommen wurde. Wie nennt man diese Technik? Push up. Voll nett. Tolle! Hast du auch deine Sonnenbrille an? Ich habe sie auf dem Mund sitzen ungefähr. Also meine Handylampe ist auf jeden Fall nur so, glaube ich, so ein Alibi-Ding hier gerade. Dass wir gesehen werden. Oh oh. Schon dunkel. Ach du Scheiße, ist doch mega der See drin. Na toll. Das läuft ja hier wieder hervorragend. Also ich glaube, dass man mit Schwung fahren könnte, aber ich habe zu wenig Licht für Schwung.
Okay. Ich stehe auf jeden Fall nicht nur in der Pfütze, sondern auch in einem riesen Haufen Kuhscheiße, glaube ich. Boah, da hätte ich schon Licht an, wenn wir das können. Ja, ich glaube, vielleicht kann man so am Rand schieben. Das ist auf jeden Fall ein Riesensee. Also es wird auf jeden Fall nicht besser hier. Wie ist denn die andere Seite? Ich weiß es nicht. Shit. Also so Stirnlampe rausholen wäre auch mal eine Maßnahme gewesen. Ach du meine Güte. Das ist ein riesen Schlammloch. Aber dahin wird's heller. Meine Füße sind auf jeden Fall ordentlich nass. Ja, hier ist wieder gut. Wir waren nicht nur dreckig und eingestaubt, sondern auch die Zeltplatzsuche gestaltete sich heute extrem schwierig. So, mit dem Zeltplatz sieht heute irgendwie gar nicht gut aus. Wir suchen jetzt schon so seit ungefähr 1,5 Stunden. Und jetzt, hier ist halt alles immer so abschüssig und voll dichter Wald. Und jetzt versuchen wir es nochmal bei einem Kloster, was da vorne irgendwo ist. Vielleicht können wir da irgendwie schlafen. Mal schauen. Okay, hier ist das Ding. Sieht auf jeden Fall aus, als wäre hier so lange keiner mehr gewesen. Wenn man jetzt hier einfach rein kann. Wir sind auf jeden Fall bärensicher. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Hat das Vampirin Gruselbude hier? Halb verlassene Gruselbuden mitten im Wald. Ehrlich gesagt haben wir da bisher so mäßige Erfahrungen gemacht. Da steht auf jeden Fall Wein. Hier ist die Küche. Hier ist die Küche. Hier gibt es sogar Klopapier. Was meinst du? Kann man gut ja eigentlich, wenn wir hier drin das Zelt aufbauen auch. Oder meinst du nicht? Oder lieber da oben? In dieser Nacht haben wir häufiger wach gelegen und gehofft, dass das Geräusch nur der Wind war. Unsere Route führte zum Mavrovo-See und von dort in den Mavrovo-Nationalpark. Willkommen im Bikepacking-Paradies. Scheint so eine Mountainbike-Ecke hier zu sein. Es liest sich auf jeden Fall schon mal nach Fahren und nicht nach Schieben. Mountainbike-Route 7. Und es ist wieder richtig schön grün. Jede Menge Wald. Noch 30 Meter links ab. Ich glaube, heute Nacht müssen wir wieder, haben wir wieder die Bären ums Zelt tapsen. Aber mal sehen. Vielleicht kommen wir auch noch über die Baumgrenze. Es geht auf jeden Fall jetzt hoch auf 1800 Meter. Es war eine wunderschöne Etappe. Wow, wow, wow.
eigentlich nicht so das Händchen für besonders gut fahrbare Wege. Ich muss sagen, der Mavrovo Nationalpark hat unsere Statistik doch deutlich aufgewertet. Dass überhaupt nichts los war, hat allerdings auch seine Nachteile. So, der Ort hier ist jetzt unsere letzte Hoffnung, dass wir noch einen Supermarkt finden. Sonst wird heute und morgen wahrscheinlich ein kleines bisschen gehungert. Aber der sieht eigentlich gut aus. Wobei, das dachten wir gestern auch schon mal. Es gab nicht nur ordentliches Essen, sondern auch eine zufällige Begegnung am Nachbartisch. Wir haben gerade im Café, im Restaurant die mazedonischen Mountainbike-Marathonmeister getroffen. Und die haben uns gerade empfohlen, hier so einen kleinen Umweg zu fahren. Mega. Richtig, richtig cool. Also bester Trail bisher auf jeden Fall. Levent und Miki, 2 Mountainbiker aus Ohrid. Was für ein Zufall, dass wir die beiden ausgerechnet in dem Café getroffen haben. Wir würden sie später in Ohrid nochmal wiedersehen. Aber zuerst eine Runde Strandurlaub am Ohridsee. Da sind wir! Hast du ja einen guten Windschatten gerade ausgesucht. Strandurlaub ist ja bekanntlich nicht so unsere Stärke. Und somit war das Baden im Ohridsee eher zögerlich. Nach den Erfahrungen in Kirgisistan waren wir auf alles gefasst. Kaum zu glauben, aber es passierte nichts. Die letzten Kilometer führten entlang des Ohridsees in die Stadt Ohrid. Dort sollte unsere Reise dann enden. Das war zumindest der Plan. Wir wurden von Levent und Miki empfangen, die bereits eine Bleibe für die Nacht organisiert hatten. Einfach nur mega, mega nett. Hammer, hammer nett. Das ist unser Zimmer. Richtig lieb, dass die uns hier einfach schlafen lassen. Und hier kann man auf den schönen Garten gucken. Vorne ist der Ohridsee. Super. Die Gastfreundschaft auf dem Balkan. Davon könnten wir uns mal eine dicke Scheibe abschneiden. Am Nachmittag stand dann eine Stadtbesichtigung an. Achtung, es ist Touri-Time. Wie? Sehst du aus? Also wenn du nicht deinen Schlafanzug an hättest, würde ich sagen, nö, aber... Socken aus. Es hatte was von ganz normalem Urlaub. Zumindest für ein paar Stunden. Wären da nicht Levent und Miki gewesen, die uns von den traumhaften Mountainbike-Trails rund um den Ohridsee erzählt hatten. Man muss halt Prioritäten setzen. Im Vergleich zu den letzten Touren war diese Tour jedoch konditionell und koordinativ von etwas erhöhtem Anspruch. Und wie ist es so? Ja, am Ende nochmal Vollgas, würde ich sagen. Volle Kraft voraus. Es war der Abschluss einer tollen Reise durch ein kleines, eher unbekanntes Land, in dem es noch so viel zu entdecken gibt. Es war jedoch Zeit, sich zu verabschieden, denn wir hatten am Nachmittag den Bus zurück nach Skopje gebucht. Geblieben sind die Eindrücke von einem kleinen Land auf dem Balkan, das uns durch seine Natur, Kultur und Einfachheit absolut begeistert hat.